Lieber Ludwig, du bist heute nicht nur mein ganz lieber Kollege Ludwig Quandt, sondern auch ein bisschen Don Quixote. Ja, ich hoffe, ich bin ganz viel Don Quixote nachher. Diese Gestalt ist mir eigentlich auf den Leib geschrieben, also von den äußeren Umständen. Der Herr von der Manka, der ist ungefähr 50 Jahre alt, von hagerer Gestalt, hat ein Bart, gelbliche Gesichtsfarbe Das passt zu dir und nicht. redet manchmal ziemlichen Blödsinn. Also es passt im Prinzip perfekt. Weißt du, dieser Mensch, das weißt du natürlich, steckt ja in uns allen drin. Ja, Und wenn man dieses Werk spielen darf, ich habe es immer als ein Dürfen empfunden, sich mit diesem Werk zu beschäftigen und spielen zu dürfen, dann muss man ja in sich hineinhorchen, weil Don Quixote oder Don Quixote in allen unseren Seelen mit drin ist. Und dieses Suchen, wo ist dieser Mann, wo ist dieser Charakter in uns, ist eines der faszinierendsten Sachen, weil diese tragisch-komische Gestalt, die ja auch Richard Strauss genial versucht in Musik umzusetzen, ist in uns drin. Wie siehst du die Sache? absolut. Ich meine, komisch wirkt er nicht nur auf seine Umwelt. Er selber empfindet sich ja als Ritter für die Gerechtigkeit und gegen alles Böse auf der Welt und für die guten Sitten und alles, was man nur gutheißen kann, auch für den Glauben. Und die Welt hält ihn zum Narren sozusagen, indem sie ihm nachher dann auch später zu den späteren Abenteuern das vorspiegelt, was er zu sehen glaubt, indem sie ihm da die Kulissen dafür aufbaut und ihn sozusagen noch schlimmer in seinen Wahn hineintreibt. Das sind natürlich Parallelen, die heutzutage eher selten auftreten, Gottlob. Aber jeder, der mal Kind war, und das waren wir alle, kann natürlich das absolut nachempfinden, was Don Quixote umtreibt, nämlich das zu sein, was er sein möchte. Ja, aber ist das nicht unser allerletztes Ziel? Ja, insofern natürlich, als sich normalerweise Wünsche und reale Welt doch mehr oder weniger in Einklang bringen lassen. Aber bei ihm ist das natürlich ein extremer Gegensatz. Er sieht die Windmühlen als Riesen und die Hammelherde sieht er als feindliche Heere, die er bekämpfen muss. Also er ist natürlich in einer extrem abgeschlossenen Welt zu Hause zunächst mal. Und das ist ja nun Gottlob heutzutage eher nicht der Fall. Oder vielleicht doch nicht ganz. Ja, leider gibt es, wenn ich zum Beispiel, nun ja, das ist ein sehr trauriges Beispiel, Ja. wenn ich an diesen norwegischen Attentäter denke, Ja, zum sicher. Beispiel, der diese vielen Kinder umgebracht hat, der ist natürlich eigentlich vom gleichen Wahn befallen gewesen. Er konnte auch nicht mehr Realität und Wahn unterscheiden, wie man jetzt offensichtlich herausgefunden hat. Also ein furchtbarer, moderner Don Quixote, aber heutzutage, ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, natürlich sind heutzutage Filme oder Filmgestalten eher so an die Stelle der Bücher getreten, weil wer liest heutzutage denn noch Ritterbücher oder so etwas? Also man sucht sich heute andere Vorbilder, oder sei es jetzt nun Superman oder seien es irgendwelche Gestalten aus Filmen, die einen dazu animieren, dem nachzueifern. Und natürlich, klar, die Kinder üben das und die Erwachsenen verlieren es nie ganz. Jetzt gehen wir ein bisschen zu Richard Strauss. Ja. Er hat ja 10 Variationen geschrieben, fantasievolle Variationen mit einer Einleitung und mit einem Epilog. Diese Variationen sind ja von ihrer Struktur mit den klassischen Variationen, jetzt nehmen wir ja mal Beethoven, Brahms oder auch Reger in seiner Zeit, nicht zu vergleichen. Denn jede Variation ist ja ein Bild für sich. Eine Episode, ja. Eine Episode, in der Elemente aus den verschiedenen Personen, du bist der Don Quixote, der Bratscher ist der Sancho Panza und die Geige ist die Dulcinea. Jetzt nur um die 3 Hauptinstrumente rauszunehmen. Die vielen anderen Orchesterinstrumente will ich jetzt gar nicht erwähnen. Die kommen ja immer je nach der Konstellation zum Tragen, aber
Variationen sind es ja eigentlich nicht. Es ist auch dieses, was Richard Strauss so genial gemacht hat, er nimmt das nicht ganz ernst. Es ist dieser feine Humor, der ja auch bei Cervantes überall drin ist. Aber ja. Und dieses ein hochernstes, ein hochkompliziertes Thema und komplexes Thema mit diesem feinen Humor zu verbinden, das ist ja das Wunderbare auch an Strauss' Musik. Diese Einfachheit, also das Thema dam, dim, dim, diese Folge von diesen paar Tönen, die er in tausenderlei eben Variationen abwandelt und das überall, das ganze Werk in allen Instrumentengruppen durchzieht. Also wenn man die Partitur versucht dann zu entschlüsseln, wird man das überall finden. Natürlich hat Sancho Panza auch seine eigenen Motive, aber dieses Grundmotiv, mit dem gleich das Werk losgeht, in Dur, noch in D-Dur und mit dem in D-Moll nachher der Ritter auf die Bühne tritt, unbeholfen wie er ist, das ist in seiner Einfachheit eben auch so wandlungsfähig, dass es jede Gestalt praktisch annehmen kann und alles, was es darstellen soll, eben auch darstellen kann. Und das ist das Geniale natürlich an Strauss, dass er auf so ein Thema gekommen ist, was ihm alle Möglichkeiten eröffnet, das weiterzuführen. Das ist ja zumindest meiner Meinung nach auch, wenn man das jetzt ganz bescheiden sagen kann, das Problem dieses Werkes. Es ist so komplex. Es ist für den normalen Zuhörer, der die Partitur nicht studiert hat, der nicht diese vielen wunderbaren Verästelungen und Charakterisierungen bis ins Kleinste nachvollziehen kann, sehr schwer. Das Stück ist dann erst wirklich, jetzt sage ich mal, genießbar, wenn man die Partitur studiert hat. Und diese wunderbaren Charaktere, also gleich auch der Don Quixote am Anfang, dieses Unbeholfene und dann gleichzeitig dieses Weinerliche, schon im Takt danach. Ja. Und dann kommt die Dulcinea mit ihrer Geige dazu und dann die Brace mit ihren... Also das ist sowas von genial charakterisiert, dass das ja sehr schwer von einem nicht vorbereiteten Publikum meiner Meinung nach nachzuvollziehen ist. Der kann diese vielen Wunder überhaupt nicht wahrnehmen, oder? Ja. Naja, nun die Einleitung vor allen Dingen, da ist ja so fast eine Kakophonie aller Themen, die nebeneinander durcheinander wabern und gleichzeitig sein Inneres spiegeln. Ja, das ist natürlich klar, das ist für den Kenner eher wahrnehmbar. Aber natürlich glaube ich im Finale, wenn der Held sich nun endlich geläutert sieht, sozusagen, also zumindest den klaren Blick gefunden hat. Spätestens dann ist es auch dem eher unbedarften Zuhörer, glaube ich, völlig klar, was geschehen ist. Und da schließt sich der Kreis doch. Ja. Also gerade dieser Epilog von Strauss ist ja eines der schönsten Eingebungen überhaupt, die er hatte. Diese Reinheit und dieses nach all diesen Wegen, die der Mann gegangen ist, dann zu Frieden und am Ende zum Tod zu finden, der ja friedvoll ist. Absolut, ist eines der schönsten Sachen, die es ja überhaupt gibt. Du erzähltest mir vorher einmal, du hättest eine Aufnahme von Mainardi gehört. Die habe ich gerade jetzt im Netz gefunden. Ich habe das Glück gehabt, mit dem großen Meister damals, im Jahre 68, den Don Quixote zu studieren und vergesse nie in meinem Leben, wie er mir die Nachtwache und das Thema vom Don Quixote vorgespielt hat. Die Nachtwache, also da liegt er ja am Boden, hat furchtbar viel Schmerzen und träumt von seiner Liebsten und von jede Bewegung tut irgendwo weh. Und mit welcher Genialität Strauss, er sagt, das musst du so spielen, dass die Rippe da dir wehtut. Also das ist so haargenau. Du meinst, wo die Windmühlen ihn zu Boden geworfen haben, weil er versucht wieder hochzukommen. Wie er sich es fährt ihm ins Kreuz an, kaum, dass er sich aufgerichtet hat. Ja, das ist wunderbar. Unglaublich. Diese Kunst von Richard Strauss, dieses bildlich zu übersetzen und gleichzeitig mit großer Ernsthaftigkeit und großem Humor. Es ist ja alles irgendwie... wirklich mit Begeisterung und mit Humor auch den Leuten erzählt. Er ist in der gleichen Position wie Cervantes, dem diese Geschichte auch ans Herz gewachsen ist, aber er erzählt sie mit einer gewissen ironischen Distanz. Ja. Und genau das Gleiche macht Strauss auch. Und so kann man es, glaube ich, auch nur darstellen. Außer das Finale. Also da würde ich sagen, da geht Strauss begibt sich doch in Sphären, wo er sehr mit seinem Werk verschmilzt. Da kommt er nicht mehr selber.
Diese Episode im Buch ist ja ganz lakonisch, also er haucht sein Leben aus und gut und so, also das ist so ein winziger kleiner Absatz im Buch, Ja, wie die gar nicht Windmühlen weiter spektakulär. Ja. Windmühlen sind Ja. auch bloß eine Ja. halbe Seite, Ja, aber ja. die anderen 1100 Seiten Ja, ja. haben ein ganz anderen Ding. Das Werk ist ja parallel komponiert mit dem Heldenleben. Ach so, wusste Ja, ich gar nicht. und Strauss So früh wollte schon, ja. eigentlich, dass man beide Werke gleichzeitig hintereinander wegspielt. Ja. Ich glaube, das ist sehr schwer zu realisieren, auch nicht so sehr von der Länge, auch von dem Orchesterapparat, der ja riesengroß ist. Und die beiden Werke haben, wenn du jetzt so denkst, beide spiegeln so eine Evolution von Entwicklung eines Menschen dar, die nicht ganz unähnlich ist. Auch das Heldenleben hört ja in etwa nicht so schön wie bei dem Epilog von Strauss. Denn der Epilog ist eines der schönsten Sachen, die wir am Cello überhaupt spielen dürfen. Ja, aber das, was der Geiger spielen darf am Ende vom Heldenleben, ist auch sehr gehört schön. zu den Ja, ja. schönsten Sachen. Ich sage, es ist. Nur die es, haben ja sowieso so viele schöne Sachen, da fällt das ja, nicht ja. so auf. Ja, ja. Ja, dieses Identifizieren mit dem Helden, Ja. glaube ich, das ist das, was uns Cellisten auch im Verhältnis zu unseren anderen großen Cellokonzerten unterscheidet. Dieses wirklich sich auseinandersetzen mit der Person. Ja. Das musst du in allen Konzerten, aber hier ja ganz besonders. Natürlich, klar. Diese Figur ist einfach so mit unserer europäischen Kulturgeschichte verwoben. Unzählige Komponisten haben ja auch Don Quixote zum Thema gemacht und es gibt also unglaublich viel Sekundärliteratur zu ihm. Also es hat schon die Leute bewegt und eben weil es so ein Mensch sozusagen aus dem Volke ist, im Prinzip. Neben Faust ja die Figur des Europäers schlechthin, oder? Über Faust, ja. Da nicht also die. fangen wir lieber jetzt damit Nein, an. ich denke nur, es ist so Ja. für mich sind diese beiden so auf der Ebene, wobei mir persönlich fast der Don Quixote noch lieber ist. Ja, weil der uns so ähnlich ist. Der Faust ist auch so ein bisschen... Ja, er ist zu hoch. Nicht? Ich vergesse eine Sache nicht. Als hier Rostropowitsch, das war vielleicht noch vor deiner Zeit, mit Karajan Don Quixote gespielt hat. Karajan war leider vor meiner Zeit. Liebte ja diese Musik über alles und lud in den letzten Jahren zumindest immer Rostropowitsch ein. Und die erste Variation, wo er mit dem Pferd rausreitet, spielte der Rostropowitsch geradezu scheußlichst. So muss es aber sein. Ja, ja. Versuche ich auch, und übrigens. Er sägte richtig auf dem Cello rum. Und dieser Super-Ästhet Karajan, dem war das zu viel. Und er kam in dem Künstlerzimmer, Rostropowitsch war damals, glaube ich, der Einzige, der in seinem Zimmer spielen durfte. In dem ersten Konzertmeisterzimmer. Und ich saß da und Karajan kam rein und sagte, sag mal, du spielst so furchtbar. Und da sagt er, war scheußlich Pferd. Also dieses Umsetzen von Charakteren auf dem Cello, er hat dann genau, wie er die erste Variation scheußlich gespielt hat und diese, wie wenn das Pferd sich um seine Füße wackelt, da hat er göttlich das Epilog gespielt. Also diese irre Bandbreite, die du auch als Don Quixote heute uns zeigen wirst, das ist schon eine tolle Sache. Ja, das ist unglaublich reizvoll. Ja. Also ich versuche mich immer als der Ritter von der traurigen Gestalt zu fühlen, wiewohl mir auch die Zähne Gott sei Dank nicht ausgeschlagen worden sind, aber trotzdem, ja, was ist Narrheit, was ist Normalität? Ja, das ist es ist auch heutzutage gar nicht so einfach. Ich meine, das Buch ist zur Zeit der Inquisition geschrieben, wo ein Herr Galilei genau in dem gleichen Jahr, wo das zweite Buch geschrieben wurde, versucht hat zu erklären, dass sich nicht alles um die Erde dreht, und wurde dafür. Und die Wahrnehmung der Welt überhaupt ist natürlich, sogar heute in unserer aufgeklärten Zeit, immer noch das gleiche Thema. Naja, und so landen wir immer wieder bei Don Quixote. Immer. Ich wünsche dir viel, viel Glück, viel Freude und uns allen auch. Dankeschön, Witz.